Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade in Singapur unterwegs und neben mir ist der Abi. Das Hallo. ist der deutschsprachige Kundensupport von Silver Bullion. Und ja, das ist das neue Geschäft von Silver Bullion, welches vor ein paar Monaten eröffnet wurde. Oder wann wurde es genau eröffnet, Abi? Am 18. November 2021 haben wir hier eröffnet. Also schon eine längere Zeit jetzt. Schon eine längere Nicht vor ein paar Zeit. Monaten. Sehr gut. Ja, der Abi zeigt uns einfach kurz rum und zeigt uns einmal den Shop. Ja, gerne. Und was man da machen kann. Also wenn du in Singapur bist und auch Edelmetalle kaufen willst, dann kannst du das hier machen im Shop und die Sachen auch direkt mitnehmen. Also ihr bietet es an, das auch direkt mitzunehmen. Ja, richtig? also unsere Kunden, die hier normalerweise zu unser Geschäft kommen, die nehmen es natürlich mit. Die machen eine Online-Bestellung, 24 Stunden am Tag. Und dann kommen die innerhalb von einem Monat und nehmen dann die Waren mit nach Hause und lagern sie normalerweise zu Hause in ihrem eigenen Tresor. Oder halt hier auch kaufen und dann bei euch einlagern im Star Storage System. Ist auch möglich. Wäre natürlich auch möglich, also wir haben einige Kunden, die sagen, okay, ich kaufe jetzt zum Beispiel die 1 Kilo Barre, Silberbarre, dass die halt in mehreren Schritten kaufen und sobald sie 5 Barren zusammen haben, dann bringen sie wieder zurück und lagern sie dann bei uns ein. Okay. Also Aber die in der sammeln Regel dann. ist es einfacher, sagen wir, online zu bestellen, anstatt zu euch zu kommen. Aber wenn man euch mal kennenlernen will, ist es natürlich eine super Möglichkeit. Ne? Ja, klar. Also ja, ist viel einfacher, weil du 24 Stunden am Tag bestellen kannst. Also du bist Herr der Preise. Ja. Du kannst entscheiden, wann du zuschlägst. Ja. Und ja, nur wenn du sie dann lokal kaufst, das heißt Local Pickup. Das heißt, du musst die innerhalb von 30 Tagen dann bei uns hier im Geschäft abholen. Okay. Oder du gibst uns halt Bescheid, dann sind wir natürlich auch ein bisschen flexibler. Ja, cool. Ja, erzähl uns mal ein bisschen hier. Also habt ihr so schöne Schaustücke. Kannst du vielleicht einmal kurz rangehen und Ja, wie du sehen kannst, haben wir hier? haben wir hier diese LBMA 1000 Unzen Barre, also das ist eine 1000 Feinunzen Barre, die nicht 100%ig 1000 Unzen wiegen. Okay. Die variieren zwischen 950 und 1050 Unzen. In diesem Fall ist eine Nadia und diese Nadia Barre wiegt ungefähr 1030 Unzen. Okay, Also was also ungefähr 30. 32 Kilo sind. okay, so etwas über 30 Kilo. Ja, krass. Ja, schwere Barre. Was kostet so ein Ding aktuell? So eine in Euro ungefähr 23.000 Euro. Okay, gut. Und hier haben wir ein ja, hier Kilogramm haben wir Gold. eine- Guck mal, ein wie Kilo klein das ist, Goldbarre. ne? Also die meisten denken immer, 1 Kilogramm wäre so riesig. Ja, ist halt viel dichter. Ja, genau. Also sehr dichtes Material und hier haben wir eine Metallor 1 Kilo Goldbarre und die kostet momentan in Euro ungefähr 59.000 Euro. Okay, also wenn ich das Geld jetzt hätte, könnte ich das auch so direkt mitnehmen, so ein Ding hier. Das habt ihr auf Lager. Die hätten wir jetzt sofort auf Lager, ja. Okay, Du könntest cool. jetzt zuschlagen, Der einlocken Preis gefällt mir. und direkt mitnehmen, kein Problem. Ja, hier haben wir halt noch ein bisschen Nickel Ein ausgestellt. Spezialinvestment. Ja, das haben wir halt nur so ausgestellt. Normalerweise kann kein Kunde Nickel mit nach Hause nehmen. Ja. Also erstmal, weil wir die halt in so einer Trommel verkaufen. Und Okay. eine Trommel sind 250 Kilo. Oh ja, das ist Das ordentlich. ist eine 250 Kilo Trommel und kommt natürlich GST hinzu, was die Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer, wäre. ja. Aber da wir die in unserem Tax-Free-Lager haben, also kommt keine GST hinzu. Jedoch, wenn du sie mit nach Hause nehmen willst, was keiner macht, Ja. müsst du dann halt die GST bezahlen. Haben wir als, Ja, aber wer nimmt schon 250 Kilogramm Nickel? nimmt keiner. Wir haben keinen Kunden jemals gehabt, der so eine mitnimmt. Ja, genau. Aber cool, also das, wenn man auch in Nickel investieren will, ist es auch möglich mit euch. Und auch sogar steuerfrei dann. Richtig, Dementsprechend. ist steuerfrei. Super, ja, cool. Und hier haben wir jetzt noch weitere Ausstellungsstücke oder was haben wir jetzt Ja, hier also Schönes? das sind die gängigsten Münzen und Barren, die wir halt in unserem Local Shop verkaufen. Also es sind eigentlich mehr Barren und Münzen, die wir nicht für unser Storage haben. Natürlich könntest du, wenn du jetzt hier siehst, wie zum Beispiel die Kangaroos, die würden wir auch im Storage haben, müsstest du aber 20 Minimum kaufen, weil die in einer Rolle von 20 kommen. Und wenn du es halt was kleiner haben willst für Storage, wird sich dann anbieten, dass du vielleicht die Maple Leaf, die du hier siehst, Okay, Canadian Maple Leaf kommt in einer Rolle, was sich Tube nennt, von 10 Münzen. okay. Ja, und hier hätten wir auch, das sind 99, Also auch für aktuell so 20.000 oder sowas. für 10 10. Münzen, für 10 Münzen bist du ungefähr bei 18.000, 19.000 Euro, ja. Ja, und hier hätten wir auch Bullion Jewelries. Okay, eine Goldkette kann man sich Ja, auch eine Goldkette, die 99,9% aus reinem Gold ist. Oh, wow. Und ja, ist interessant für Kunden, die halt gerne mit ihrem Gold halt reisen möchten. Ja, genau. Weil dann hat man weniger Probleme mit dem Zoll. Genau. Die denken, das wäre nur eine Goldkette. Die Richtig, also man bekommt weniger Probleme mit dem Zoll, dass man halt jedes Mal deklarieren muss und Zoll
ja, dass man den Zollvorschriften von verschiedenen Ländern halt nachkommen muss. Genau. Wäre für dich vielleicht sehr interessant. Ja, genau. Ich will mir jetzt auch meine schönen Goldkettchen reise damit rum, ja. Aber wenn ich jetzt wollte, könnte ich mir halt einfach eine Unze mitnehmen. Zum Beispiel sage ich, hey, ich finde den Känguru ganz schön oder sowas. Und das wäre dann möglich, den kann ich dann... Die könntest du dann direkt mitnehmen, ja. Okay, schön. Und ja, genau das Gleiche gilt halt natürlich für diese Silberbarren. Also da bin ich jetzt nicht limitiert, dass ich halt 10 Münzen kaufen muss, um die einzulagern, sondern das kann ich halt in kleinen Stückelungen dann kaufen. Richtig, wenn du die halt nur fürs Lagern, müsstest du halt jetzt 10 Münzen kaufen. Aber wenn du sagst, okay, ich habe jetzt nicht die Kohle dafür, dass ich jetzt 10 Münzen kaufe, okay, kannst du dir gerne eine Münze kaufen und nimmst sie mit nach Hause. Haben wir auch Kunden, sobald die 10 zusammen haben, bringen sie wieder zu uns zurück und lagern sie dann. Und was ist, sag ich mal, so die Minimumsumme, um bei euch das Lager nutzen zu können, bei Gold? Also ich meine, nicht jeder will ja jetzt 10 Dann wird sich normalerweise anbieten, dass du diese 50 Gramm Barre kaufst. Also das Hier haben wir eine 50 Gramm Barre, die lagern wir auch einzeln ein. Okay. Und Also was ist der Gegenpreis ungefähr? Also 50 Gramm Barre momentan in Euro wären wir ungefähr bei 3.000 Euro ungefähr. Also ein kleinerer Betrag schon. Und bei Silber, was braucht man da Minimum, um mit euch einlagern zu können? Da ist das kleinste Paket wären 10 mal 10 Feinunzen. Also wie zum Beispiel hier siehst du die Royal Canadian Mint, das sind 10 Unzen. Oder die Nadia, die bieten wir an in einem Paket, in einem Tamper-Proof Evident Bag. Verschweißte Paket würden die kommen und dann hättest du 10 Barren drin. Okay. Also das wäre das kleinste Und Silberpaket. was ist das vom Gegenwert aktuell? Gegenwert wären wir ungefähr bei 2.000 Euro. Okay, also ab 2.000 bis 3.000 Euro kann man bei euch auch dann starten, dann auch das einzulagern hier. Ne? Oder man kann auch noch kleiner anfangen, wenn man halt auf unser Gold Savings Account geht. Ja, den gibt es ja auch noch, genau. Richtig, da Dann kann man grammweise kannst du, ja, 0,01 Gramm sogar. Also du kannst für 5 Euro schon Gold kaufen. Ja, das ist ja super. Ne? Ja, dann schauen wir noch einmal kurz hier um die Ecke. Wird gerade schon schön sauber gemacht. Super. Hier haben wir noch mehr Ausstellungsstücke. Hier haben wir dann verschiedene Silbermünzen. Ja, hier sind die gängigsten Silbermünzen, also von LBMA Credited Münzen. Britannia, Perth Mint, Australian Kangaroo, dann American Eagle, Canadian Maple Leaf und die Vienna Philharmonics. Okay, die Wiener Philharmoniker. Und hier haben wir dann noch auch wieder Goldbarren. Ja, das sind natürlich die gängigsten Goldbarren, 1 Kilo Barren, Metalor Heraeus, Agar Heraeus, welche wir auch oft anbieten können, weil wir die sehr vernünftig bekommen. Also haben wir keine Lieferengpässe, weil Heraeus und Agar Heraeus wird in Hongkong produziert. Metalor, Schweizer Firma, wird hier in Singapur produziert. Okay. Also kommen wir sehr leicht dran. Okay, das hört sich auch gut an. Was ist hier die maximale Summe, die ich Cash bei euch kaufen kann? Also ohne, dass ihr meinen Namen aufschreiben müsst. Also wären bis Mit zu Singapur-Dollar komme. Wenn du mit Singapur-Dollar Cash bezahlst, ohne dass wir halt jetzt wirklich alles notieren müssten, wären es unter 20.000 Singapur-Dollar. Also alles bis 20.000 und danach müsstet ihr quasi die Kundendaten aufnehmen, wenn ihr verkauft habt. Richtig, müssen wir halt die Daten auf. Aber das ist nur, dass wir die Daten aufnehmen, wir müssen sie nicht teilen. Das ist nur im Falle des Falles Terrorismusbekämpfung, Geldwäsche. Dann müssten, falls da halt nachher Nachweise kommen sollten, dass der Kunde halt Geldwäsche gemacht, dass die Polizei nachschauen kann, okay, hat der wirklich bei euch gekauft? Ja. Was hat er mit dem Geld gemacht? Ja, genau. Hat er deswegen Gold oder Silber gekauft? Ja. Weil viele halt auch Gold oder Silber als Geldwäschemittel sehen können. Ja, natürlich. Die Regierung sieht das ja sowieso immer so. Richtig. Und dann haben wir noch die größeren Ausstellungsstücke von den Ja, Silberbarren. das sind die gängigsten Investmentbarren für Silber. 100 Unzen Barren, dann haben wir eine 5 Kilo Barre und wir haben hier auch 1 Kilo Barren. Okay, super. So gängigste ist natürlich Heraeus, dann Nadia, dann Perth Mint und was haben wir noch? Johnson Matthey, auch gängig. Metalor, was hier in Singapur produziert wird. Ja. Ja, also für alle Leute, die in Singapur Edelmetalle kaufen wollen, die sollen bei euch vorbeischauen, würde ich sagen. Herzlich willkommen, ja. Also ihr habt mal genug Auswahl, ihr habt auch immer genug auf Lager. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, oh, ich will hier mal für 5.000 oder 10.000 Euro oder so. Ja, kann ich dir auch kaufen. gerne zeigen. Ja. Also, Jetzt reißt es nochmal rum. Also normalerweise für unsere Kunden ist immer das Interessante, die linke Seite, wenn sie halt wirklich in unserem Geschäft abholen wollen. Das heißt, pick up from our shop.
Was wir natürlich auch, weil ich meinen deutschen Kunden jedes Mal sage, bitte klick nicht Pick up from our shop, wenn du sie in unserem Lager haben möchtest. Ja, natürlich. Für die wäre dann halt Store in our Vault. Aber was jetzt natürlich noch nicht mal clickable ist, also du könntest gar nicht klicken jetzt und wäre halt nur Pick up vom Shop. Und wie du siehst, hätten wir die Mexican Libertad, die hätten wir alle jetzt gängig hier, 50 Also Mal. auf eurer Webseite kann man sehen, welche Barren oder Münzen ihr bereits hier vor Ort Richtig, verfügt. also die könntest du jetzt sofort mitnehmen. Also gehen wir mal auf die Silberbarren. Da siehst du, dass wir diese 1000 Unzen Barren hätten wir 2 jetzt gerade hier im Geschäft. Wow. Und für die 15 Kilo, die könntest du nur eine Pre-Order machen. Das heißt, du könntest den Preis jetzt einloggen und könntest die ersten 4 Wochen abholen. Okay. Und Die müsst ihr darunter dann erst liefern quasi. richtig, die ist halt unterwegs von Nadia, wird die gerade zu uns geliefert. Okay. Und da kannst du sehen, die 5 Kilo Barre haben wir jetzt zum Beispiel 10 Barren da. Ja. Also könntest du jetzt direkt so schlagen und auch 10 Barren mitnehmen. Wird ein bisschen schwierig, 50 Kilo rumzuschleppen. Aber Also das wäre möglich. also ich glaube, die meisten Leute kommen halt hier hin und kaufen sich eher kleine Stückelungen. Ne? Richtig. Und wenn man dann bei euch mit im Lager einlagern will, dann kann man das ja sowieso online machen. Ne? Ja, richtig. Also dafür bräuchte du halt ein Star Storage Konto, musst ein Star Storage Konto erstellen. Ja. Einfach uns kontaktieren, können wir immer helfen, Star Storage Konto zu erstellen. Ja, ansonsten, wie gesagt, einfach nur Pick up vom Shop und dann innerhalb von 30 Tagen abholen. Ja, super, aber danke dafür für die Gerne, Einleitung gerne. hier. Und ich hoffe, du hattest auch ganz viel Spaß. Unter dem Video wirst du den Link noch mal zu Silver Bullion finden. Und falls du in Singapur sein solltest, dann würde ich dich einladen, den Abi auch persönlich zu besuchen. Und den Shop hier ist wirklich ein klasses Unternehmen und macht immer Spaß, hier sich das auch mal selber anzuschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.